Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und ich habe 2 riesige Boxen gekriegt und die wollen wir uns heute einmal angucken. Aber von wem sind die eigentlich? Sind die etwa von helden.de, wo ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag im Jahr auf alle Versicherungen sparen könnt und zwar mit dem Code RBND4? Nee, da steht Tern drauf. Wollen wir mal eine öffnen? Wir fangen an mit dieser hier. So, dann wollen wir mal sehen, was da drin ist. Ich bin sehr gespannt. Oh, Mann, ist das hell. Da ist auf jeden Fall ein Licht drin. Ja, komm, das packen wir mal aus. Ja, kann ja keiner sehen, was das ist. Also sowas Blödsinniges. Oh, da ist ein Zettel drin. Erst am 1. September zeigen, wir wissen, wo dein E-Bike steht. Na gut, das zeige ich euch dann auch erst am 1. September. Deswegen würde es sich lohnen, diesen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr das Video darüber nicht verpasst. So, und jetzt öffnen wir mal die zweite Kiste. Oh, schon wieder so ein Licht. Ah. So ein Quatsch, so viel Aufwand. Was haben wir hier? Wir haben hier ein matschgrünes Fahrrad. Wir ziehen einmal das gesamte Fahrrad raus. Ja, es ist ein Fahrrad. Klack. No. Das hier öffnen. Drehen. Nach vorne. Zurückdrehen. Ich mache jetzt mal die ersten Schritte und baue das Ding so weit auf. So, hier haben wir jetzt einige Goodies natürlich drin. Auf der einen Seite das Bosch Ladegerät, ein Intuvia-Display, klack, 2 Pedale, die darf ich noch anbauen und dieses Fahrrad war offenbar schon im Betrieb, aber das stört mich nicht. Wohl baue ich die Pedale an? Ja, komm, ich baue die Pedale an. Genau, Ladegerät und dann gibt es bei Tern sehr viele Bücher und Informationen und Zubehör. Ja, über die Bremsen, ein Wartungsheft. Dann haben wir das Intuvia-Display. Die Anleitung vom Intuvia-Display hatte ich bisher bei keinem Testrad dabei. Ja, dann das Ladegerät, der Akku, die Drive Unit, also der Motor an sich. Dann noch hier kann man die Tern-Garantie verlängern. Ja, alles ganz nette Informationen. Ja, das ist es, mein neues Testrad, das Tern HSD S5i. Und das ist eine spezielle Version für den mitteleuropäischen Raum, also für Deutschland, ein paar Benelux-Länder, Österreich und Schweiz, glaube ich. Und diese Version ist mit der Shimano Nexus 5e Narbe ausgestattet und mit einem Bosch Performance Line, hat also die Automatikfunktion. Und die werde ich jetzt sagen, ja Moment mal, Tillmann, du hattest doch schon mal einen Tern HSD. Und das stimmt. Anfang 2020 hatte ich schon mal einen Tern HSD und zwar in der S Plus Variante. Und das war ein absolutes Kracherfahrrad, hat mir richtig gut gefallen, war mit der Enviolo-Automatik. Und das Video dazu oder die Videos verlinke ich euch jetzt hier oben irgendwo. Das war ein Fahrrad, mit dem ich mega viel Spaß hatte. Aber, und das ist jetzt das Besondere, Tern entwickelt seine Fahrräder immer weiter. Und jetzt bei diesem Fahrrad, bei den ganzen Details
haben wir tatsächlich ein Embargo bis zum 1. September. Davor darf ich euch nicht alles zeigen, was an diesem Fahrrad dran ist und was in dieser zweiten Box sich verbirgt. Deswegen, wie schon gesagt, abonniert am besten den Kanal, damit ihr das ganze Fahrrad auch dann demnächst hier auf diesem Kanal sehen werdet. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, ich werde nicht nur die Neuigkeiten bei diesem Fahrrad euch vorstellen, sondern auch ein Update-Test machen, einen Fahrbericht, weil ich das Fahrrad über ein paar Wochen werde fahren können. Und dann werdet ihr sehen, wie sich das im Alltag schlägt und in welche Richtung Turn das HSD auch weiterentwickelt hat. Und das wird auch deswegen spannend sein, weil das so das erste Fahrrad ist, wo ich ein Test-Update mache. Ich habe das Fahrrad ja auch anhand der Radlbahn-Bewertungsmatrix bewertet. Und ich denke mal, dass dieses Fahrrad diese Score durchaus nochmal verändern könnte. Ja, so sieht es aus. Das neue Radlbahn-Testrad. Und jetzt, wenn ihr Fragen zu diesem Fahrrad habt, die ich schon beantworten kann, dann stellt sie unten in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.